Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befassen uns noch einmal mit dem Pestdoktor, denn das Ganze wurde mal in der zweiten Beta überarbeitet und es ist jetzt die zweite von insgesamt 3 Beta-Tests für den Pestdoktor. Und nachdem wir nach dem ersten Beta-Release die Klasse mal das erste Mal testen durften, sind nun einige Changes passiert. Ja, wenn man mal auf die Fähigkeiten schaut, sehen wir hier, dass es jetzt nur noch eine Potion gibt und halt eben den Effekt dieser. Ansonsten das Ganze nochmal hier in Deutsch. Wir haben jetzt eine permanente Ausweichchance von 20%, keine Abklingzeit mehr zwischen Vergiftungen, jedoch kann nur eine Vergiftung gleichzeitig aktiv sein. Nur noch eine Tinkturart, die 3 Runden lang vergiftet, während dieser Zeit der Ausweichbonus des Pestdoktors durch Vergiftung und der Tinkturschaden nehmen mit jeder Runde ab. Ja, das sind jetzt die aktuellen Anpassungen an den Pestdoktor. Schreibt mir mal sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Findet ihr das jetzt so besser? Findet ihr das schlechter? Fandet ihr das alte vielleicht so, wie es war, ganz okay? Weil, das beim letzten Mal hatten wir halt eben diese 3 verschiedenen Potions gehabt und das Ganze ist jetzt ein bisschen simpler geworden. Übersichtlicher, denke ich mal, auch für neue Spieler, ein bisschen leichter zu verstehen, wie die Klasse funktioniert. Vorher hatte sie halt eben relativ viele Ähnlichkeiten auch zum Nekromanten, ja, weil der ja auch 3 verschiedene Fähigkeiten hat. Der Pestdoktor hatte 3 verschiedene Potions mit verschiedenen Fähigkeiten und jetzt haben wir halt eben nur eine Potion mit, die halt eben 3 Runden lang geht. Genau, ja, wir haben hier bei der Runde 3 eine Ausweichchance von 65% mit einem minus 20%igen Schadensfaktor. Bei der zweiten Runde haben wir hier eine Ausweichchance von 50% mit einem Damage-Faktor von minus 55% und dann in der letzten Runde haben wir dann hier eine Ausweichchance von 35% mit einem Damage-Faktor von minus 90%. Ja, das hört sich erstmal relativ viel an, muss ich sagen. Ob das nun auch so der Fall ist, beziehungsweise wie sich das Ganze jetzt so gegen andere Klassen und so verhält, das ist jetzt noch immer ein bisschen schwierig zu sagen bei dem Beta-Server hier. Wir gucken mal, dass wir gehen mal in die Beta-Tester rein hier. Mal gucken, vielleicht haben wir hier jemanden am Start, der ungefähr das gleiche Level hat, so wie wir. Ich habe jetzt hier einen 600er Account bekommen. Das Ganze ist ja immer random hier im Beta-Server, ob man nun Stufe 600, 500, 400, 300 oder so ist. Ja, das wird dann immer random zugewiesen. Deswegen, wir haben jetzt hier die höchste Stufe bekommen. Und das ist auf jeden Fall jetzt halt eben die neue bzw. einzige Fähigkeit, die jetzt hier der Pestdoktor hat. Ich persönlich muss sagen, als der Pestdoktor erschienen ist, beziehungsweise als die Klasse im Gespräch war und noch nicht bekannt war, welche Fähigkeiten er haben wird, habe ich tatsächlich gedacht, oder beziehungsweise bin ich von ausgegangen, dass die Klasse generell nur eine Potion hat, die er halt eben so rüberwirft, so, ne? Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass er 3 verschiedene Arten von Potions hat, die er werfen kann, so, ne? Das Ganze ist jetzt halt eben ein bisschen angepasst worden, nachdem sie halt eben 3 verschiedene Potions hatte. Deswegen muss ich persönlich sagen, ich finde es jetzt gar nicht mal so schlimm, dass er jetzt halt runtergesetzt worden ist von diesen 3 auf eine Potion. Ich finde, das gibt ihnen so ein bisschen mehr Kontrolle in den Fights. Es ist nicht ganz so random wie bei der Version davor, was die Klasse vielleicht ein bisschen interessanter sogar im Late Game machen könnte. Also ich glaube, die Klasse, wie sie davor gewesen ist, mit den 3 verschiedenen Potions, die hatte den Vorteil gehabt, die ist wahrscheinlich ein bisschen volatiler gewesen aufgrund der verschiedenen Fähigkeiten, und Volatilität ist ja immer sehr gut in den Dungeons. Siehe die ganzen Dungeon-Push-Klassen mit diesen krassen Random-Faktoren als Fähigkeiten, ne, wie zum Beispiel ein Dämonier, der sich komplett wiederbeleben kann. Oder halt ein Nekromant mit seinen krassen Schaden, den er machen kann, nicht muss. Es muss halt eben alles passen, so, ne? Aber die Schadensspitzen bei den Klassen
in Bezug auf die Dungeons sind halt schon mächtig im Vergleich zu einem Battlemage oder so als Beispiel, wo der Schaden relativ übersichtlich bleibt. Ja? Und ich glaube, dass diese Anpassung die Klasse vielleicht ein bisschen schwächer macht in den Dungeons zum Serverstart. Also ich glaube ein bisschen, dadurch, dass sie halt ein bisschen kontrollierter ist, jetzt dadurch ein bisschen weniger random, glaube ich, dass die Klasse ein bisschen schlechter abschneidet beim Serverstart, aber dafür im PvP, im späteren Spielverlauf halt einfach dann ein bisschen weniger random ist, was halt sehr gut ist, sag ich mal, für solche Fights im PvP-Bereich, beziehungsweise halt dann nachher später im Late-Game, wenn man dann nicht mehr so schwanken möchte. Und ich denke mal, dass das eigentlich eine ganz gute Änderung ist für die Klasse, wenn halt Leute vorhaben, die ein bisschen länger zu spielen als zum Serverstart. Für alle Serverstarter wäre vielleicht die erste Version besser gewesen. Kann man jetzt so im Vorhinein jetzt nicht so 100% pauschal sagen, aber würde ich jetzt mal einfach von ausgehen. Man nimme ein bisschen Randomness weg und dadurch wird sie halt konstanter, ne? Und dann kann man halt eben abwägen, was mit der Klasse, wie sie sich so in Dungeons verhält, und das haben wir halt in Bezug auf andere Klassen halt eben auch gesehen. Deswegen, ja, würde ich die Klasse nach wie vor noch spielen beim Serverstart. Ich denke mal schon, ja. Ich fand die Version davor jetzt auch nicht verkehrt. Ich hätte sie auch so gespielt, so. Ich fand das relativ interessant mit diesen 3 verschiedenen Potions. Jetzt aber dadurch, dass sie halt so ein bisschen simpler gehalten worden ist und ich schon von ausgegangen bin, dass sie halt nur eine Potion haben wird, finde ich es jetzt nicht wild, dass das Ganze jetzt so ist, und ich würde die Klasse, wenn sie jetzt so erscheinen würde, beim nächsten Serverstart immer noch spielen wollen. Also, was heißt beim nächsten Serverstart? Beim nächsten großen Serverstart, das wäre halt für mich EU50, ne, wo ich nochmal lange Zeit eine neue Klasse eventuell dann ja, spielen wollen würde. Ne? Deswegen, aber mal gucken, was bis dahin rauskommt. Da kommen bis dahin noch 2 weitere Klassen raus. So, also von daher, ja, mal sehen, auf jeden Fall. Ne? Aber ansonsten bin ich gespannt. Einen Beta-Test haben wir ja jetzt noch vor uns. Mal gucken, was jetzt noch angepasst wird an der Klasse. Ja, das ist ja jetzt schon ein heftiger Change gewesen, so von dem, was wir jetzt hier gesehen haben, von der ersten Version des Pestdoktors bis zur jetzigen. Und ich bin gespannt, ob es jetzt nochmal so eine drastische Änderung geben wird. Ich denke mal nicht. Ich denke mal, in der dritten Beta, die wir jetzt sehen werden, wird es wahrscheinlich nur noch so ein bisschen Feintuning geben. Vielleicht noch ein bisschen am Balancing schrauben. Ich weiß nicht. Diese minus 90% hier in der dritten Runde hier, ja, das ist schon, das macht sich wahrscheinlich schon bemerkbar so, ne? Aber wie sehr sich das hier als jetzt aufs Gameplay auswirkt, das kann man jetzt so halt eben pauschal noch nicht so 100%ig sagen, wenn man jetzt nicht so tief in den Zahlen drin ist, so wie ich, sondern eher das Ganze nur von außen beobachtet und jetzt nicht den Deep Dive in die mathematischen Aufstellungen und Berechnungen dieser Klasse hier anstellt. Ja, dazu bin ich gar nicht in der Lage, dazu, ja, da habe ich gar keinen Plan von so. Aber von dem, was man jetzt halt eben so liest, ne, könnte man ja schon von ausgehen, okay, ist schon ein harter Buff, harter Nerf auf jeden Fall, je länger halt eben das Ganze hier aktiv ist mit den Abilities, ne, dass man hier halt eben minus 90% Damage-Faktor hat, ja, aber ansonsten, ja, müssen wir mal gucken. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze hier so weitergeht mit der Klasse, ja. Wie sieht es bei euch aus? Würde mich sehr gerne mal interessieren. Findet ihr das eher ein Upgrade oder ein Downgrade? Und ich glaube mal, dass wir jetzt beim nächsten Beta-Server vielleicht noch, ja, dass das hier so bleiben wird bei dieser Fähigkeit, so wie sie ist, mit einer Potion, ja, aber halt eben vielleicht noch hier ein bisschen was dran gefeintuned wird in Bezug auf die Damage-Faktoren bzw. Dodge-Chance. Da kann man dann immer noch so ein bisschen hin und her schrauben. Hier lässt sich ganz gutes Feintuning, finde ich persönlich, eigentlich anpassen so, weil wenn man sagt, okay, die Klasse ist zu schwach, dann gibt man ihnen einfach mal so in der dritten Runde vielleicht so 5% mehr Schaden oder 10% mehr, ja, weiß ich nicht, Ausweichchance oder so, ist die Klasse zu schwach. Ne, oder beziehungsweise ist sie schwach, da gibt man ein bisschen mehr in der und der Runde, ist sie zu stark, dann nimmt man einfach von der und der Runde ein paar Prozente weg. Ich glaube, so lässt sich die Klasse eigentlich ziemlich gut balancen. Ja? Ich denke mal, das ist, die kann man, falls sie jetzt halt eben zu OP oder zu schwach ist, kann man hier anhand der Runden
halt eben ganz gut Feintuning betreiben, denke ich mal. Jo, ansonsten soll es das erstmal soweit gewesen sein zum Eindruck hier aus dem von dem Pestdoktor. Und ja, bin gespannt, was hier noch so mit der Klasse passiert. Bis dahin, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.